Und da sind wir auch schon wieder. Du bist also hergekommen, weil dich das interessiert. Bist du denn auch so ein netter Blödmann, wie ich es mal war? Hier kommen ein paar Testfragen. Machst du oft Dinge für andere aus purer Nettigkeit, obwohl du eigentlich Nein sagen willst? Weil man das ja so macht? Aber hoffst du nicht tief in dir, dass deine kleine nette Geste irgendwann gefälligst auch belohnt wird? Und ärgerst du dich, wenn dann da nichts zurückkommt? Hast du dann so ein dumpfes Gefühl im Magen, was du aber natürlich nicht herauslässt, nicht aussprichst? Na? Bist du dann vielleicht auch jemand, der Konflikten aus dem Weg geht? Hältst du einfach deine Klappe? Oder machst höchstens mal eine kleine Bemerkung und hoffst, dass der andere den Wink mit dem Zaunpfahl ja bitte verstehen muss? Und du sagst nie was, außer es platzt einfach unkontrolliert so aus dir raus. Und weiter, hast du immer das Gefühl, du musst dich verstellen, um gemocht zu werden? Am Arbeitsplatz und auch in deinen privaten Beziehungen mit deiner Familie? Hölle, es ist die Hölle. Ich war auch da. Lange. Viel zu lange. Und du? Bist du auch im Club der netten Männer? Bist du einer von denen, die sich immer entschuldigen, immer mindestens zweimal bedanken und immer mindestens dreimal um Erlaubnis fragen? Oder wie Alf sagte, du kennst doch Willy. Er ist immer nett, er ist immer höflich, er ist ein Blödmann. Ja, der nette Blödmann. Vielleicht hast du ja auch schon davon gehört. Das Nice Guy Syndrom. Und das Buch darüber von Dr. Robert Glove ist eine Empfehlung. Und ein Nice Guy zu sein, ist ja erstmal nicht falsch. Jeder will doch ein netter Kerl sein und kein böser Junge. Aber weißt du, dass dieses immer nett sein dich leider zu einem Mann der traurigen Gestalt werden lässt und deine Beziehungen kaputt macht? Weil du nämlich so noch nicht mal eine Beziehung mit dir selbst aufrechterhalten kannst. Das geht jetzt schon ein bisschen weit. Und das Syndrom des netten Blödmanns ist auch keine Krankheit. Aber es wurde beispielsweise untersucht, dass sich etwa die Hälfte der Menschen als People-Pleaser identifizieren. Männer wie Frauen. Beim netten Blödmann, und davon sprechen wir heute, geht es aber um ein Muster, bei dem gerade Männer versuchen, durch aufgesetzte Nettigkeit von anderen akzeptiert, gemocht und geliebt zu werden. Das geschieht also nicht von innen heraus, nicht bedingungslos, sondern eben mit der klaren Erwartung, dass man dann von der anderen Person etwas zurückbekommt. Eigentlich also eine manipulative Verkaufstechnik, so wie ich es hier auf Mallorca zur Hochsaison erlebe. Da kommt dann plötzlich eine dickliche, zahnlose alte Frau auf dich zu, meistens sind die zu zweit, die werden tatsächlich über den Sommer von weit her eingeflogen und der Nachwuchs muss ja angelernt werden. Und die zwei netten alten Frauen schenken dir mit aufgesetzten, zahnlosen Lächeln eine Rose. Manchmal ist es auch ein pockiger, dicklicher Typ, der dir ein Freundschaftsbändchen schenkt. Aber wehe, du gibst dann nicht als Gegengeschenk 2 Euro oder gleich 5. Dann wird hinterhergelaufen und geschrien, so dass es den armen Deutschen die Tränen in die Augen treibt. Die suchen dann gebeutelt und völlig aufgelöst das Weite. Sehe ich leider wirklich oft hier. Das kriegt man mit, wenn man eben in Palma wohnt. Und das sind die ganz wenigen Sachen, wo ich dann auch mal meine Gelassenheit vergesse. Ich schweife ab. Nein, denn genauso funktioniert das Spiel mit den Erwartungen, wenn du so ein Nice Guy bist. Das ist ein ziemlich schräges Spiel, ein einseitiges Spiel, so wie ein einseitig aufgesetzter Vertrag, bei dem du gleich für den anderen schon mit unterschrieben hast. Du gibst etwas und das oft völlig ohne Auftrag und erwartest dann eine Bezahlung.
Und dann bist du innerlich fertig, wenn es die dann nicht gibt. Fühlst dich am Ende noch enttäuscht. Enttäuscht und alleingelassen und von der Welt missverstanden und ausgenutzt. Mach es dir bitte klar. Hör zu, was ich dir sage, Willi. Dieser Ansatz ist völlig daneben und er funktioniert nicht mal. Im Gegenteil, denn der Nice Guy, so wie er im Buche steht, ist dir eigentlich erstmal ein Blödmann. Der nette Blödmann steht sich selbst im Weg. Ich erkläre das. Wenn du Harmonie suchst, ist das völlig in Ordnung. Harmoniesucht ist es nicht, wie keine Sucht gut ist. Manchmal darf man Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Es ist nicht möglich, es immer allen recht zu machen. Alles unter einen Hut zu bringen. Es zerreißt dich und es zerreißt auch alle anderen unter diesem Hut. Und ja, Liebe und Schutz, das sind Grundbedürfnisse. Schau dir dazu mein Video über Maslow und seine Bedürfnispyramide an. Aber Bedürftigkeit, ein alles bestimmendes Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung, das ist nicht gut. Das ist außerdem noch höchst unsexy. Und dann diese windige, indirekte Kommunikation der netten Blödmänner, dieses krampfhafte Umschreiben statt Klartext zu reden. So anstrengend, wenn Leute mit ihrer Meinung, mit dem, was sie eigentlich denken und fühlen, immer ängstlich hinterm Berg halten und einen dadurch zwingen wollen, selbst den ersten Move zu machen. So nach dem Motto, man muss doch irgendwie erraten, was sie eigentlich von einem wollen. Und dieses Ängstliche, was ich dann in ihren Augen sehe, und das passiert mir in meinem Alltag als Unternehmensberater immer wieder, das ist ja für mich noch viel schlimmer als diese aufgestaute Wut und die aufgestaute Aggression, die man dann manchmal spürt. Dieser mühsam unter der Oberfläche gehaltene Protest gegen jede Veränderung im Unternehmen. Bei solchen Leuten kommt dann höchstens mal das berühmte passiv-aggressive Verhalten durch. So ein Verhalten ist leider ziemlich verbreitet im mittleren Management und meistens sind es die Leute, die alle Führungsseminare in den letzten 12 Jahren geschwänzt haben. Manager, die keine klaren Anweisungen geben, aber eine Rückmeldung auch nicht. Und viele Mitarbeiter hungern sozusagen nach Führung. Und was passiert mit den netten Blödmännern? Ich sehe sie unter dieser bröckelnden Fassade frustriert und unglücklich. Sie fühlen sich ausgenutzt, weil ihr System und ihr Mechanismus ja nicht funktioniert. Denn das ist die bittere Ironie an der Sache. Die netten Blödmänner wirken unsicher, unattraktiv, unselbstbewusst. Und deswegen werden sie nicht befördert und deswegen können sie keinen Partner finden. Und wenn doch, dann wird es eine schöne, toxische Beziehung. Der nette Blödmann und die dominante Narzisstin. Dann gute Nacht. Und wie gesagt, 20-50% aller Männer sind so. Aber das muss ja nicht so bleiben und deshalb sage ich dir gleich, wie du da rauskommst. Wie du aufhörst, dir und den Menschen um dich damit zu schaden. Obwohl du denkst, dass du es ja nur gut meinst. Wie oft höre ich das? Es ist doch nur eine nette Geste. Nein, es ist gequirlte Mäusekacke. Du verlierst völlig deine Authentizität, weil du dich, zack, wie ein Chamäleon immer an alles anpasst und deine wahren Gefühle schon gar nicht mehr kennst. Du baust keine echten tiefen Verbindungen auf, weil deine Nettigkeit nicht echt ist, sondern auf Bedürftigkeit basiert, auf Annahmen, auf unausgesprochenen Erwartungen. Und du verpasst Chancen im Leben, weil du dich nicht traust, für die eigenen Wünsche, für die eigenen Werte einzustehen und auch mal Risiken einzugehen. Wie kommst du jetzt da raus? Du musst dich umprogrammieren. Du willst kein falscher, netter Mann sein. Du willst ein echter, guter Mann werden. Ein Mann, der authentisch ist, der zu sich selbst steht. Ein Mann, der seine eigenen Bedürfnisse kennt und respektiert. Der klare Grenzen setzt und Nein sagen kann. Der selbstbewusst ist und sich nicht von der Anerkennung anderer abhängig macht. Jemand, der echte Empathie zeigt, ohne sich selbst zu verbiegen. Ein Mann, der direkt und ehrlich kommuniziert. Der Konflikte nicht scheut,
sondern anpackt. Solche Männer werden gesucht. Solche Männer braucht das Land. Nicht nur als Berater, als Manager, sondern als Freund und als Mann und als Kumpel. Oh Mann, wie wenige gibt es davon? Es müssen dringend mehr werden. Und wie geht das? Hier meine 5 Schritte. Schritt 1. Erkenne das Muster. Sei ehrlich zu dir selbst und schau dir an, was du tust. Ja, zuerst ist die schonungslose Analyse dran. Bist du ein netter Blödmann? Sei ehrlich mit dir. Vor jeder Lösung kommt die Erkenntnis. Schritt 2. Geh tiefer. Schau dir an, welche Gefühle du unterdrückst. Welche Bedürfnisse. Was bedeutet das? Stell dir die Frage, was will ich wirklich? Was fühle ich wirklich? Erlaube dir, diese Gefühle zuzulassen. Tja ja, wenn das mal so einfach wäre. Ein Coach kann dir dabei helfen. Jemand, dem du vertraust, der so etwas schon selbst durchlebt hat. Nur vorab hier ein kleiner Tipp. Schreib dir erstmal auf, wo du was fühlst. Ein Druck auf der Brust? Ein flaues Gefühl in der Magengegend? Was ist das? Ist das Angst? Ist das ein Gefühl, zurückgestoßen zu werden? Ist das ein Gefühl des Alleinseins, des Versagens? Was ist das? Taste dich daran und sei ehrlich mit dir. Gefühle zuzulassen, das geht nun mal nicht auf Knopfdruck. Vor allen Dingen, wenn man sie immer weggedrückt hat. Du brauchst Zeit, aber das ist die best investierte Zeit deines Lebens. Schritt 3. Lerne, deine entdeckten Bedürfnisse zu äußern und Grenzen zu setzen. Jetzt, wo du dir über deine Gefühle im Klaren bist, musst du anfangen zu üben, deine Wünsche klar zu kommunizieren und Nein zu sagen. Auch das ist ein Prozess. Aber du musst anfangen. Und Schritt 4, entwickle Selbstwertgefühl und Selbstliebe. Dein Wert hängt nicht davon ab, was andere über dich denken. Ja, wirklich, mach dir das klar. Bei mir hat das auch lange gedauert. Heute weiß ich es. Und du kommst auch dahin zu sagen, du bist wertvoll, so wie du bist. Schritt 5, sei mutig. Sei mutig, du selbst zu sein. Trau dich, auch wenn das bedeutet, nicht jedem zu gefallen. Du wirst vielleicht Leute verlieren, mit denen du vorher viel unterwegs warst. Und ich sage dir, es wird eine Befreiung sein. Du wirst dich insgesamt befreit fühlen. Ich kann es dir sagen. Ganz wichtig, es geht nicht darum, jetzt vom Nice Guy zum Bad Guy zu werden. Das ist das andere Extrem. Und Extreme sind immer falsch. Es geht nicht darum, jetzt plötzlich unhöflich, egoistisch oder komplett rücksichtslos zu werden, sondern darum, die Balance zu finden. Die Balance zwischen Freundlichkeit und Selbstbehauptung. Die Balance zwischen Empathie und Selbstfürsorge, zwischen Geben und Nehmen in Beziehungen. Ich glaube, da muss ich ein andermal tiefer eintauchen. Für heute ist es aber genug. Ich wünsche dir, dass du den Weg findest, hin zu deiner besten Version, mit der du dich glücklich fühlst. Und ich begleite dich auf diesem Weg, wenn du willst. Deswegen abonniere meinen Kanal, lass ein Like da und vielleicht ist dieses Video da auch etwas für dich. Denk immer dran, ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich wie nie in meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ich glaube an dich.